Spiele ich eigentlich die Becken richtig an? Das ist echt eine wichtige Frage, nicht nur aus Kostengründen. Und genau zu diesen und weiteren Fragen gebe ich dir heute die Antworten dazu. Wenn du gerade anfängst, Schlagzeug zu spielen, dann ist genau das Video das Richtige für dich. Und wenn du jetzt schon ein bisschen länger spielst und denkst, ja, komm, das weiß ich eh alles schon, dann ist genau das Video auch das Richtige für dich. Weil du kannst jetzt überprüfen, ob du alles richtig machst. Und sollte das dann auch der Fall sein, hast du spätestens jetzt die Gewissheit, dass du alles richtig machst. Und dann kannst du auch ruhig schlafen. Also, los geht's! Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Ich zeige dir heute, wie du ein Becken richtig aufhängst, wie du das Becken richtig spielst, was du beachten solltest, wenn du das Becken auf den Beckenständer aufhängen möchtest und was du beachten solltest, wenn du das Becken vom Beckenständer wegnehmen möchtest. Ja, wie hängst du denn jetzt das Becken richtig auf? Also ich würde dir davon abraten, dass du das Becken komplett senkrecht einstellst. Warum? Weil im schlimmsten Fall triffst du das Becken in einem 90-Grad-Winkel mit dem Stick. Und gerade in dieser Position schadest du einfach maximal dem Becken. Ja, es werden irgendwann dann Risse hier entstehen und dann ist das Becken kaputt. Also das ist nicht die korrekte Art und Weise, wie du ein Becken anspielst. Das andere Extrem wäre ein extrem senkrecht positioniertes Becken. Das heißt, hier spielst du auch das Becken dann flach mit dem Stock an. Also entweder triffst du das Becken mit der Schulter oder mit dem Kopf oder mit Kopf und Schulter, mit voller Wucht, wenn du dann kräftig spielst. Und auch das ist nicht optimal, würde ich auch dir davon abraten, dass du das Becken so hängst. Natürlich hängt es davon ab, wie hoch oder wie niedrig dein Becken eingestellt ist. Aber da werde ich dir nachher nochmal ein paar Tipps zu geben. Ein weiterer Grund, warum du das Becken nicht senkrecht positionieren solltest, ist, das Becken hat so einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius. Das Becken kann so sich nicht wirklich bewegen und ausschwingen und nachwackeln. Ich bin jetzt kein ausgebildeter Physiker oder Chemiker, aber ich kann dir sagen, wir wollen, dass das Becken Bewegung hat bzw. auspendeln kann. So, wenn ich jetzt das Becken einfach nur so antippe, siehst du, das hüpft eigentlich nur so ganz bisschen nach. Wenn das Becken jetzt eher flach positioniert ist, allerdings leicht angeschrägt, dann kann das Becken nach allen Seiten wunderschön hin und her schwingen und sich bewegen. Das heißt, ja, als Laie könnte man jetzt sagen, das Becken wird gleichmäßig von der Gravitation angezogen und nicht nur eben sehr einseitig an einer Seite und ist dementsprechend dann sehr eingeschränkt. Also wenn das Becken ausschwingen kann und auspendeln kann, ist das eben sehr gut und genau das wollen wir auch haben. Dann kann es auch noch sein, dass du deine Flügelschraube, mit der du das Becken praktisch arretierst, sage ich jetzt mal, zu fest angezogen hast. Und genauso wie vorher bei dem Punkt kann das Becken auch nicht schön auspendeln und schwingen. Das heißt, auch da wirkt die Energie, die du auf das Becken gibst, nach und schadet dem Material. Ja, wo können Risse jetzt eigentlich entstehen und was bedeuten sie genau? Also der erste wäre zum Beispiel hier direkt an dem Übergang von der Kuppe zum Profil. Also wenn der Riss hier praktisch liegt. Dann der nächste Riss wäre irgendwo auf dem Profil, aber weiterhin parallel eben zum Abdrehmuster. Also der Riss ist eigentlich fast unlogisch. Ich habe das auch noch nie gesehen, wenn der Riss praktisch gerade ist und nicht gebogen. Diese zwei Arten von Risse, also einmal hier an der Kuppe und einmal parallel eben zum Profil, waren, soweit ich weiß, in der Regel immer Garantiefälle. Also wenn du ein Becken kaufst und du entdeckst einen Riss hier an der Kuppe oder an dem Profil, dann solltest du mal den Händler fragen oder die Person, von dem du das Becken kaufst, ob das ein Garantiefall wäre. In meinen Augen war das bisher in der Vergangenheit immer ein Garantiefall, aber ich kann hier keine rechtlichen Informationen geben. Der dritte Riss wäre am Rand, allerdings senkrecht, also nicht parallel, das wäre auch völlig unlogisch, sondern wirklich senkrecht zum Becken hin, also praktisch so eine Art Durchmesser, wenn du so willst. Dann
Das wäre ein Zeichen dafür, dass das Becken leider kaputt ist und du das Becken austauschen musst. So, kurz zusammengefasst, und das gilt natürlich jetzt für alle Becken außer der Hi-Hat. Häng das Becken so auf, dass du immer eine leichte Schrägung hast. Also 20 Grad zum Beispiel, das musst du jetzt nicht genau nachmessen, aber so, dass die Becken nicht fast senkrecht stehen und auch nicht fast ultra flach. Wie gesagt, zu Spezialfällen komme ich dann später nochmal. Also mit einer leichten Schrägung, dass die Becken praktisch immer leicht zu dir angewinkelt sind. Dann würde ich dir empfehlen, dass du sie nicht zu niedrig und nicht zu hoch positionierst, sondern zum Beispiel jetzt das erste Crash sollte ungefähr auf deiner Kopfhöhe sein sozusagen. Ja, wie spielst du jetzt einen Crash richtig an? Ich habe dir jetzt schon was zum Winkel erklärt und wie du auch das Becken nicht anspielen solltest. Das ist jetzt einmal der Punkt Schäden am Becken und Klang. Wenn du jetzt den bestmöglichen Klang haben möchtest, dann solltest du vermeiden, dass du in das Becken reinspielst und auch mit dem Stock beim Becken bleibst, wenn du es angespielt hast. Ja, und was machst du jetzt stattdessen? Du spielst eine Art Wischbewegung. Wenn du mit der rechten Hand spielst, dann immer nach links. Wenn du mit der linken Hand spielst, immer nach rechts. Warum? Weil Innenrotation, also mit der Schulter, wir gehen sozusagen nach innen, ist ein bisschen leichter als Außenrotation. Ich spiele praktisch mit der rechten Hand nach rechts. Das ist einfach nicht so ergonomisch und nicht so angenehm zum Spielen. Deswegen mit der rechten Hand nach links wischen und mit der linken Hand nach rechts wischen. Naja, und wenn du jetzt sagst, ja, Aram, also der und der Drummer hat seine Becken extrem flach oder auch extrem schräg eingestellt und es klingt super, obwohl es so aussehen könnte, als ob er seine Becken ständig kaputt macht. Keith Carlock zum Beispiel hat besonders früher seine Becken sehr, sehr schräg eingestellt gehabt oder auch Benny Greb spielt seine Becken sehr niedrig und sehr gerade, also flach. Aber beide benutzen eben die richtige Sticktechnik. Das heißt, sie benutzen die Wischtechnik oder sie spielen das Becken eben in einem richtigen Winkel an. Also so, dass ich eben nicht praktisch im 90-Grad-Winkel treffe oder eben komplett flach mit dem Stock auf das Becken raufknalle sozusagen, sondern eben in einem leicht schrägen Winkel, entweder mit der Schulter oder mit dem Kopf, so dass ich eben dem Becken keinen Schaden hinzufüge. Und dann erkläre ich dir jetzt noch die unterschiedlichen Klangzonen. Also du hast natürlich die Kante beim Crash als auch beim Ride-Becken, wenn du das eben crashen möchtest. Dann hast du das Profil, wo du mit dem Stock ungefähr in der Mitte anspielst, also nicht hier an der Kante zur Kuppe oder auch nicht ganz am Rand, sondern eben ungefähr in der Mitte. Und dann hast du noch 3 Möglichkeiten, die Kuppe anzuspielen. Einmal mit dem Kopf, dann mit der Schulter und dann mit dem kleinen Teil zwischen Kopf und Schulter. Da hast du auch noch mal einen etwas dünneren Klang im Vergleich zu der Schulter. So, angenommen, du möchtest jetzt das Becken aufhängen, was solltest du jetzt konkret beachten? Du brauchst als allererstes eine Unterlegscheibe. Die sieht so aus und ist leicht gebogen. Die solltest du jetzt nicht, also mit der Biegung nach oben aufhängen, sondern eben mit der Biegung nach unten. Wir wollen ja, wie gesagt, dass das Becken nach allen Seiten schön schwingen kann. Insofern brauchen wir genau das hier und nicht, dass wir die Unterlegscheibe umdrehen. Also Unterlegscheibe, dann brauchen wir ein Gummi, eine Hülse, ein Schlauch, was auch immer. Da gibt es so viele Namen für. Cymbal Sleeve auf Englisch. Und dann brauchen wir einen Filz. Die Unterlegscheibe kann Metall oder auch Plastik sein. Und die Hülse bzw. das Gummi gibt es auch als ein Produkt inklusive Scheibe. Also das wäre sozusagen dann ein Ding. Und du könntest jetzt praktisch mit all diesen 3 Dingen, also Unterlegscheibe, Filz
und das Gummi könntest du jetzt so das Becken aufhängen. Das Problem dabei ist und die Gefahr, wenn du jetzt kräftig auf das Becken raufklopfst, dann fliegt dir das runter. So wie hier ungefähr. Ja, das willst du natürlich vermeiden. Insofern brauchst du jetzt noch einen zweiten Filz. Der kommt jetzt über das Becken und dann eine Flügelschraube. Das sollte, denke ich, bekannt sein. Also Filz, zweiter Filz und Flügelschraube. Okay, ich habe gerade feststellen müssen, dass diese Flügelschraube, die ich eigentlich zur Demonstration benutzen wollte, nicht auf meinen Pearl-Beckenarm hier passt. Insofern nehme ich das mal eben jetzt hier runter und zeige das mit den üblichen Pearl-Produkten. Ja, ein bisschen Schleichwerbung hier. Also, ich habe hier wieder die Unterlegscheibe, die ist jetzt Plastik in dem Fall, funktioniert genauso gut. Wie gesagt, Winkel nach unten. Dann kommt der Filz und dann habe ich hier so ein besonderes Produkt, das ist alles auch aus Plastik. Ich setze das sozusagen drauf, das ist hier der zweite Filz, setze das drauf und verschließe dann den Plastikverschluss. Wenn ich einlöse, kann ich dann praktisch drehen, wie als wäre das eine normale Schraube. Und da würde ich dir jetzt empfehlen, wenn du jetzt eine ganz normale Flügelschraube hast, dass du jetzt nicht zu fest drehst. Auch nicht zu lose natürlich, also jetzt nur so ein ganz bisschen, dass es irgendwie festhält, sondern du drehst es einfach ein bisschen so weit fest, dass die Schraube sich einfach nicht nach 3 Sekunden löst und dann runterfällt. Also benutze einfach deinen gesunden Menschenverstand, wie gesagt, nicht zu fest und nicht zu lose. Ja, was solltest du jetzt beachten, wenn du das Becken vom Beckenständer nehmen möchtest? Also hier geht es auch um Lagerung zum Beispiel. Ich würde dir empfehlen, dass die Becken nicht auf der Kante stehen, es sei denn, du hast irgendeinen weichen Untergrund, also Teppich zum Beispiel, dann wäre das so in Ordnung. Aber besser ist es natürlich, wenn die Becken flach lagern. Du kannst sie auch übereinander stapeln, dann würde ich dir aber empfehlen, dass du irgendein Tuch dazwischen legst oder eine Plastikfolie geht genauso gut, damit du einfach Kratzer vermeidest. Das macht es jetzt vielleicht nicht unbedingt leichter, wenn du die Becken vom Boden aufnehmen möchtest, als wenn sie jetzt an der Wand lehnen. Aber nun gut. Ja, dann sind starke Temperaturunterschiede auch nicht besonders gut, wenn du Becken spielen möchtest. Bring die Becken 30 oder noch besser 60 Minuten vorher in den Raum, da wo du sie spielen möchtest, damit die Becken sich einfach ein bisschen an die neue Temperatur anpassen können, wenn du vorher natürlich in einer kälteren Umgebung dich aufgehalten hast. Zu kalte oder auch zu heiße Becken solltest du einfach nicht direkt anspielen. Stell dir vor, du hast 2 Gigs in Dubai direkt hintereinander. Der erste Gig ist in einer Bar, wo die Klimaanlage sehr stark aufgedreht ist und die Temperaturen eher kühl sind. Der nächste Gig direkt danach findet im Freien statt, bei 40 Grad. Manchmal ist das nicht ganz zu vermeiden, aber versuch einfach den Becken so viel Zeit für die Temperaturanpassung zu geben wie möglich. Ja, ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen und auch was Neues dazulernen. Und wenn du möchtest, schreib mir gerne mal deine Erfahrungen und Erlebnisse mit Becken in die Kommentare. Alles klar, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.